Meine Freunde, hola Madridistas, ich kann es immer noch nicht glauben. Spanien ist im WM-Finale. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin. Das zweite Mal in der Geschichte. Das zweite Mal zu meinen Lebzeiten. Beim ersten Mal haben wir den ersten Stern geholt und ich bete und hoffe so sehr, dass wir am Sonntag den zweiten Stern holen können. Ich habe mich mit meinem Sohn gestern, wir haben so gefeiert. Ihr könnt nicht glauben, wie happy ich bin. Ja, aber auch die Madridistas in Deutschland, meine deutschsprachige Real Madrid-Community, sollte glücklich sein. Denn Real Madrid kommt nach Deutschland und das Ganze ziemlich genau in einem Monat. Was da los ist, gegen wen Real Madrid spielt, etc. All das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Danach unterhalten wir uns aber auch über die Aktualität von Real Madrid. Die zweite Trainingseinheit ist absolviert. Einige Spieler haben sich dazu geäußert. Wir schauen uns das Training von dem José Mourinho an, schauen, wie viel Real Madrid zurzeit mit der Jugendarbeit schon verdient hat. Und zu guter Letzt gibt es auch Neuigkeiten im Fall Negreira, denn Florentino Pérez lässt nicht locker. Ja, heute müsst ihr es mir verzeihen, aber bevor wir zu den ganzen Real Madrid-Themen kommen, möchte ich anfangen mit Marios WM-Ecke. Was soll ich sagen? Ich kann es immer noch nicht fassen, was meine Augen da gestern gesehen haben. Ich bin ehrlich, ich bin ins Spiel gegangen und habe schon das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Chance haben gegen dieses Frankreich. Diese Weltauswahl, die gefühlt auf jeder Position einen Weltklasse-Spieler hat. Und Spanien hat dieses Spiel von A bis Z dominiert. Frankreich hatte nach dem Spiel einen Expected Goal-Wert von 0,31. Und das in einem Sturm mit Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola, Cherki, Doué. Das ist wahrscheinlich der gefährlichste Angriff der Welt. Nicht wahrscheinlich. So viel Qualität gibt es in keiner anderen Mannschaft der Welt. Und Spanien hat die nicht mal am Tor riechen lassen. Ich hatte keinmal das Gefühl, als Spanier, dass da irgendwie wirklich eine Gefahr ausgestrahlt wird. Diese Traummannschaft hat sich nicht eine klare Torchance erspielt. Und das liegt nicht daran, dass die gestern keinen guten Tag hatte etc. Das liegt daran, dass Spanien die nicht gelassen hat. Das war mit Abstand das beste spanische Spiel bei dieser WM. Und mir persönlich macht es natürlich riesen Hoffnung auf den Sonntag. Was hat Spanien da für Spieler? Cucurella. Was für eine Verpflichtung ist das bitte für Real Madrid? Der holt sich gestern eine frühe gelbe Karte ab gegen Olise und ich dachte schon, oh, das geht schief. Aber nix da, der hat den aufgefressen. Der hat alles aufgefressen, was auf der linken Seite auf den kam. Ja, und ein einziger Punkt, der mich als Spanier freuen lässt, natürlich aber als Madrid-Fan so ein kleines Fragezeichen hinter diesem Spiel lässt. Deshalb, da komme ich wahrscheinlich die nächsten Tage in einem Short zu oder auch in einem Video. Wenn man sieht, wie das Mittelfeld von Spanien, insbesondere ein Rodri, auch wenn ich den persönlich nicht so mag, also menschlich, fußballerisch auf jeden Fall, wenn man sieht, wie die das Mittelfeld von Frankreich aufgefressen haben. Und auf der anderen Seite ist ein Tchouaméni. Ja, da habe ich schon ein bisschen die Panik. Nicht, dass Madrid die gleichen Fehler macht wie die letzten 2 Jahre. Dass wir nur auf ein physisch starkes Mittelfeld setzen, aber die spielerischen Aspekte fehlen. Ich meine, ja, langsam habe ich das Gefühl nicht, dass wir den falschen Spieler von Manchester City geholt haben. Denn was Rodri da abliefert, ist der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, trotzdem menschlich möchte ich den nicht mal bei Madrid. Es gibt Sachen, die mir wichtiger sind als sportlicher Erfolg. Ja, bin ich gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Viele von euch haben mich jetzt gefragt, wen hättest du gerne im Finale gegen Spanien? Und als Spanier ist es mir relativ egal. Beide sind Weltklasse-Mannschaften. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn Spanien so spielt wie gestern, haben wir auch gegen diese beiden Mannschaften eine Chance. Aber mein Madrid-Herz schlägt ganz klar natürlich für Bellingham. Deshalb drücke ich heute England die Daumen. Ja, ich bin gespannt, wie ich meine Nerven kontrolliere. Aber bevor wir damit anfangen, kommen wir jetzt zu Real Madrid.
Ja, und starten wir den Real Madrid-Blog kurz mit einem Update zu einem Thema, was ich gestern mit euch besprochen hatte. Gestern hieß es noch aus Italien von Nicola Schida, dass Florenz für einen Victor Valdepeña 7,5 Millionen Euro zahlen möchte, für 50% des Spielers, also Wahnsinn. Aber Real Madrid hat gut verhandelt, denn Fabrizio Romano mit seinem offiziellen Here We Go bestätigt, Real Madrid erhält sogar 8 Millionen Euro für 50% von Victor Valdepeñas. Das ist übrigens doppelt so viel, wie Real Madrid für einen Fran Garcia erhalten hat, für 50%. Also das sagt schon alles. Aber wie dem auch sei, das hebt die Einnahmen von Real Madrid, und zwar nur für Spieler aus La Fabrica oder die aus La Fabrica kamen, Fran Garcia war natürlich inzwischen schon in der ersten Mannschaft, auf 140,5 Millionen Euro. Und das, obwohl bei 3 Spielern uns noch 50% der Rechte gehören. Nämlich bei Nico Paz, bei einem Fran Garcia und bei einem Victor Valdepeñas. Und trotzdem schon über 140 Millionen Euro, nur mit Jungs aus der Fabrica. Also ich sage immer wieder, es gibt immer mehr Gründe, auf die Fabrica zu setzen, Geld zu investieren, sich die besten Jungs zu angeln. Denn selbst wenn sie den Sprung zu Real Madrid nicht schaffen oder vielleicht manchmal einen Umweg gehen müssen etc., wie ein Dani Carvajal das damals in Leverkusen gemacht hat, der fällt mir immer spontan ein. Ja, wenn das schon nicht klappt, dann kannst du dir zumindest die Kassen voll machen. Ja, und deshalb gebe ich ja auch auf meinem Kanal Real Madrid Castilla immer den Wert, den sie meiner Meinung nach verdient haben. Ja, und passend dazu würde ich sagen, schauen wir uns mal die neuesten Informationen zu Real Madrid Castilla an. Denn gestern oder vorgestern inzwischen war nicht nur der erste Trainingstag von Real Madrid, sondern auch von Real Madrid Castilla. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Die Castilla beginnt die Vorbereitung. Unser Nachwuchsteam, das am 30. August in Teruel mit dem Auswärtsspiel in La Liga beginnt, absolvierte heute sein erstes Training in der Ciudad Real Madrid. Die Real Madrid Castilla 26-27 startet. Unser Nachwuchsteam, das weiterhin von Julián López de Lerma trainiert wird, absolvierte heute Morgen auf Platz 10 der Ciudad Real Madrid nach Abschluss der medizinischen Tests seinen ersten Trainingstag. Ja, wie gesagt, genau wie bei der ersten Mannschaft, erst einmal die medizinischen Tests, Laufband abgehört etc., dass es den Jungs auch gut geht. In dem Fall mussten die aber nicht nach Hause, die gingen direkt im Anschluss auf den Trainingsplatz. Und ich bin ganz ehrlich, auf die neue Saison Real Madrid Castilla freue ich mich wie seit Jahren nicht mehr. Denn die goldene Generation aus der A-Jugend, die in Spanien alles zerschossen haben und in Europa auch, die haben in Spanien die Meisterschaft gewonnen, den Meister der Meister, wo sie im Finale gegen Barcelona 4-1 gewonnen haben, die haben die Youth League gewonnen mit Javi Navarro im Tor, mit vorne einem Gabri Valero, mit einem Siria etc. pp, Jacobo im Sturm, also wirklich eine Menge toller Jungs, denen ich eine große Zukunft im Fußball zutraue. Die treffen jetzt zum ersten Mal auf den Seniorenfußball, eine besonders harte Liga, die 3. Liga in Spanien, da geht es hier und da mal auf die Knochen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr gehypt auf Real Madrid natürlich, aber ich bin auch extrem gehypt auf Real Madrid Castilla. Ich freue mich auf diese Jungs. Ja, und passend dazu würde ich sagen, kommen wir jetzt zur ersten Mannschaft, und nach dem ersten Training von José Mourinho, was ich euch gestern auf meinem Kanal gezeigt habe, haben sich ein paar Spieler und der Trainer selber dazu geäußert. Hören wir da zusammen einmal rein. Die Madridistas freuen sich schon über diesen ersten Schritt. Erster Tag geschafft. Heiß, aber sehr gut. Ein gutes Gefühl. Also, weiter geht's. Das erste Training war super. Ja, toll mit dem neuen Trainer, dem neuen Team. Klar, viele Spieler fehlen noch, aber wissen Sie, wir freuen uns auf die Saison. Wir freuen uns, dass es losgeht. Und heute ist der erste Tag eines Neustarts, des Neuanfangs. Und hoffentlich für eine sehr erfolgreiche Saison. Mourinho kennt die Real Madrid Stadt und ihre Anlagen. Er kennt den Verein und fühlt sich als Teil davon, um zu wissen, wie er diese neue Phase angeht. Mit viel Vertrauen, mit dem starken Gefühl, dass ich liebe diesen Verein. Der erste Tag von Mourinhos Real Madrid und seinem Trainerstab ist nun abgeschlossen. Der erste Schritt zu vielen Zielen, die eine spannende Herausforderung sind. Ja, immer wieder eine Freude, den Jungs mal zuzuhören, die auf dem Trainingsplatz zu sehen. Gonzalo Garcia, der war sichtlich geschafft, das hat man dem Arm angesehen, bei der Hitze. Ja, aber auch ein Trent Alexander-Arnold freut sich auf die neue Saison. Und ja, José Mourinho, der macht jedem immer wieder klar, er liebt Real Madrid.
Und ich sehe das auch. Ich sehe das Feuer in ihm. Wie gesagt, bei den Trainingseinheiten. Ich zeige euch gleich auch das zweite Training, damit ihr wieder diese Intensität seht. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ein José Mourinho seine Karriere revidieren möchte. Ich glaube, er ist selber nicht zufrieden damit, wie es in Tottenham gelaufen ist. Bei Fenerbahce komplette Katastrophe. Bei Benfica schon wieder ein bisschen besser. Also ich sehe es ja auch in den Kommentaren. Viele Fenerbahce-Fans zu Recht sehr sauer auf den José Mourinho. Aber ich glaube, er selber sieht das als zweite Chance, der Welt zu zeigen, was er drauf hat. Ja, ihr könnt euch ja gleich das zweite Training anschauen. Bevor wir dazu kommen, aber offiziell bestätigte Termine von Real Madrid für den Saisonstart. Es ist offiziell, der erste Spieltag wurde verschoben. Das bedeutet, Real Madrid startet ihre persönliche Saison quasi mit dem zweiten Spieltag am 22. August um 21:30 Uhr bei Espanyol Barcelona. Direkt ein sehr schweres Spiel. Zweiter Spieltag dann zu Hause gegen Real Sociedad am 26.08., also nur 4 Tage später um 21 Uhr. Und dann wieder 4 Tage später am 30.08. um 17 Uhr im August in der Mittagssonne oder in der Nachmittagssonne. Also was ein Javier Tebas da mit Madrid vorhat, also es ist einfach, ja, ich möchte gar nicht beleidigend werden, aber du startest in eine neue Saison, musst innerhalb von 8 Tagen 3 Spiele absolvieren, 1 in der Mittagshitze. Ja, wie dem auch sei. Solltet ihr Real Madrid unterstützen wollten im Santiago Bernabéu, diese Termine sind jetzt offiziell bestätigt. Ja, und diese Terminverschiebung öffnet die Tür für eine Information, die mir und meiner Community, glaube ich, sehr viel Freude bereitet. Denn, nachdem ich euch schon berichtet hatte, Real Madrid fährt nach Österreich und spielt am 1. August gegen Florenz im Wörthersee-Stadion. Ja, so wie es aussieht, und ich gebe der Nachricht jetzt über 95%, kommt Real Madrid auf Schalke in den Ruhrpott und spielt in der Veltins Arena. Das Ganze kam gestern sowohl von Sky Sport News als auch von der Bild, und in Spanien hat das heute die Marca auch nochmal bestätigt. Schalke und Madrid arbeiten an den letzten Prozent, damit das klar gemacht wird, wie viel Geld Madrid erhält etc. pp. Aber ein Termin steht auch schon fest. Am 16. August kommt Real Madrid auf Schalke. Ja, und das ist für uns natürlich eine tolle Nachricht, vor allem für die Madrid-Fans, die sonst eher selten die Möglichkeit haben, den Königlichen beim Fußballspielen zuzuschauen. In der Champions League ist es ja fast unmöglich, Tickets zu bekommen, wenn sie überhaupt mal in Deutschland spielen. Und jetzt sowohl in Österreich als jetzt auch auf Schalke, 16.08. Nehmt euch nichts vor. Und sobald feststeht, wann, wie, wo ihr Tickets bekommen könnt, erfahrt ihr es hier bei mir natürlich als erstes. Ich freue mich riesig. Naja, ich werde übrigens auch vielleicht versuchen, ins Spiel zu kommen. Wenn sich dann einer mit mir mal treffen möchte, ein Foto machen möchte, kurz quatschen möchte, kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht unterstützt mich das bei den Bemühungen, dann doch ein Ticket selber zu ergattern. Ja, und was auch immer tolle Nachrichten sind, ist, wenn wir unseren Jungs beim Fußballspielen zugucken können. Also, das hier ist das zweite Training von Real Madrid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. Bravo, Andrés. Cualidad. Eso bien. Vamos. Bien. Bien. Eso es. Visión rápida. Eso es. ¡Uy, qué buena! ¡Linda, buena! ¡Vamos! ¡Vamos, verde! ¡Eso es! ¡Gol! Aquí va. Vamos, parazos, vamos.
Ja, und jetzt muss ich zugeben, dass ich ein bisschen gelogen habe, denn das war eigentlich die 3. Trainingseinheit. Das war die Einheit von gestern 17 Uhr. Aber um 10 Uhr war gestern übrigens wieder das berühmte Maskentraining von Pintos. Die Jungs, die da waren, die 8 aus der ersten Mannschaft, haben ihr Maskentraining absolviert. Die von der WM nachkommen, werden das Ganze auch machen müssen. Aber gestern war um 10 Uhr eine Trainingseinheit, ja, die viele von uns früher in ihrer eigenen Mannschaft gerne verletzt verbracht haben. Nämlich gestern war eine reine Physis-Session. Von 10 Uhr bis 12 Uhr haben die Jungs Vollgas gegeben auf dem Platz. Pintos war involviert, hat die Jungs mal wieder ein bisschen getriezt. Also Pintos wird ein weiterer fester Bestandteil vom Trainerteam von José Mourinho sein. Ja, ansonsten über José Mourinho habe ich ja eben schon alles gesagt. Die Intensität, mit der er dieses Training leitet, ja, das weckt in mir wirklich Hoffnung. Ich bin ganz ehrlich. Nach dem letzten Jahr bei Real Madrid und auch, ja, besser gesagt nach den letzten 2 Saisons, so etwas, was wir da gesehen haben, diese Lustlosigkeit der Spieler, das darf sich nicht wiederholen. Ich kann einfach nur beten, dass ein José Mourinho dieses Feuer endlich wieder in die Mannschaft bekommt, dass diese Diven erkennen, dass es eine Ehre ist, für den größten Verein der Welt zu spielen. Ja, und dass die uns Fans mal wieder stolz machen. Ja, wie dem auch sei, wer uns auch versucht stolz zu machen, ist natürlich unser Präsident Florentino Perez. Und der hat mal wieder bewiesen, dass seine Wahlkampfversprechen nicht nur leeres Gerede sind. Denn er hatte versprochen, er wird im Fall Negreira all in gehen. Und das tut er. Dazu ein Bericht aus dem AS. Lesen wir uns den zusammen einmal durch. Real Madrid geht aufs Ganze und verlangt vom Richter die Herausgabe sämtlicher Rechnungen des FC Barcelona. Real Madrid hat den Richter gebeten, Barcelona zu verpflichten, sein gesamtes Compliance-System für den Zeitraum von 2010 bis 2018 offenzulegen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Compliance ist. Compliance ist in einem Unternehmen dafür zuständig, dass alles korrekt läuft. Ethisch, als auch rechtlich, als auch juristisch. Die Compliance ist dafür da, den Verein, den Vorstand etc. alles selber zu kontrollieren. Und Madrid fragt sich zu Recht, wo war die Compliance von Barca, als die den Vizepräsidenten der Schiedsrichter gezahlt haben? Oder wurde diese Compliance vielleicht sogar unter Druck gesetzt, was ja wiederum die Straftat noch ein bisschen mehr bestätigen würde? Lesen wir mal weiter. Der Fall Negreira entwickelt sich weiter und Real Madrid bleibt nicht tatenlos, sondern verfolgt ihn konsequent bis zum Ende. Dies hat der Präsident des Vereins in den letzten Monaten öffentlich bestätigt. Der Bruch mit Barcelona ist endgültig. Die Konfrontation zwischen den beiden Clubs scheint unumkehrbar. Zusätzlich zu den Schritten, die im Umfeld der Sportverbände unternommen werden, insbesondere der UEFA, der einzigen Organisation, die Barcelona sanktionieren kann, setzen die Anwälte des Vereins ihre Aktivitäten auf juristischer Ebene fort. Real Madrid hat den Richter gebeten, Barcelona zu verpflichten, sein gesamtes Compliance-System aus dem Zeitraum von 2010 bis 2018 offenzulegen, um zu überprüfen, welche Kontrollmechanismen gegen Sportkorruption existieren und ob diese auch tatsächlich angewendet wurden. Wie Xavi Estrada öffentlich gemacht hat und diese Zeitung bestätigen konnte. Xavi Estrada ist einer der Schiedsrichter, der unter dem System Negreira seine Karriere gemacht hat. Und als er erfahren hat, was da los ist, dass einige Schiedsrichter von Negreira etc. in der Karriere geholfen wurden, ist er sofort ausgetreten aus dem Schiedsrichterwesen und ist einer der Nebenkläger. Über den wird wenig geredet, aber er hat diese Fallakten offengelegt und der AS konnte die, wie ihr gelesen habt, bestätigen. Außerdem wird beantragt, dass die Guardia Civil die Rechnungen, Zahlungsanweisungen, interne Schaltpläne und Prüfberichte von Trecep, Radamoto und Best Norton zur Verfügung stellt, die laut dem Dokument angefordert wurden, aber nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Das sind die Prüffirmen, die damals den FC Barcelona geprüft haben. Und Real Madrid fragt sich zu Recht, wenn die doch geprüft wurden, wie konnten diese Zahlungen nicht entdeckt werden? Aber es wird noch besser. Keine Masken mehr, lautet die Devise in Valdebebas. Der sportliche und der juristische Weg werden erst mit dem Urteil abgeschlossen sein. Real Madrid hat die UEFA aufgefordert, ihnen die während der Negreira-Falls gewonnenen Titel abzuerkennen. Also Real Madrid hat dann die UEFA verlangt, der FC Barcelona soll alle Titel verlieren, die er während dieser Zeit verloren hat. Meine Meinung dazu kennt ihr. Das wäre das Mindeste, denn wie willst du Titel behalten, die du nicht auf faire Art und Weise gewonnen hast,
weil du den Vizepräsidenten der Schiedsrichter bezahlt hast. Und ich bleibe dabei, der FC Barcelona hätte es in den Jahren wahrscheinlich gar nicht nötig gehabt. Die haben einen tollen Fußball gespielt, aber trotzdem hätten sie nicht all diese Titel gewonnen, die sie gewonnen haben. Es wäre fairer verteilt gewesen. Sie hatten eine Traummannschaft, versteht mich nicht falsch, aber so viele Titel, so ein großer Unterschied zu Madrid war nicht da. Denn sonst hätte Madrid nicht in der Zeit 6-mal die Champions League in 10 Jahren gewonnen und in Spanien keine Chance gehabt. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand macht das relativ klar. Ja, wie gesagt, für mich wäre das der Mindestbestrafung. Für mich würde es dabei nicht ausreichen. Der FC Barcelona wie Juventus Turin muss meiner Meinung nach auch in den Zwangsabstieg, auch wenn es La Liga finanziell wehtun würde, weil es kein Clasico ein Jahr geben würde. Die würden sofort wieder aufsteigen. Danach wäre es wieder soweit. Aber es kann nicht sein, dass sie diese Titel behalten. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was eure Meinung ist. Freut ihr euch auf Real Madrid, auf Schalke? Freut ihr euch, dass Florentino Perez den Fall Negreira bis zum Ende kämpft? Wenn ja, dann unterstützt dieses Video bitte mit einem Like. Kommentiert natürlich eure Meinung. Hypt dieses Video. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, drückt drauf, unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Madrid!